Laisara Summit Kingdom möchte buchstäblich das höchste der Gefühle im Städtebaugenre werden. Statt auf flachem Gelände wie zum Beispiel in Anno 1800 bebaut er hier einen Berghang, was wiederum ganz eigene, einzigartige Game-Mechaniken mit sich bringt. Nachdem dein Stamm aus dem umliegenden Flachland vertrieben wurde, bleibt dir und deinen Leuten nur die Flucht ins naheliegende und noch unbebaute raue Gebirge. Das ist im Groben eure Ausgangslage in Laisara Summit Kingdom. Euer Berg im namensgebenden Königreich Laisara wird dabei prozedural generiert und soll euch für jeden neuen Anlauf eine neue Spielerfahrung bieten können, welche aus verschiedenen Geländeformen, Grundrissen, Rohstoffen und Wetterbedingungen bestehen. So sollt ihr zum Beispiel weite Grünflächen für den Ackerbau zur Verfügung haben können oder auf den Abbau von Erzen in gefährlichen Gletscherregionen angewiesen sein, die ihr dann über Handelsrouten mit anderen Siedlungen eintauscht. Im Spiel seid ihr außerdem ständig der Gefahr von Lawinen ausgesetzt, die im schlimmsten Fall ein ganzes Dorf unter sich begraben können. Damit das nicht passiert, habt ihr die Möglichkeit, diese über natürliche Barrieren wie einen aufgeforsteten Wald abzuschwächen oder sie über eine errichtete Mauer an eurer Siedlung vorbeizuleiten. Alternativ soll auch die kontrollierte Sprengung möglich sein, bevor sich zu viel Schnee an einer Stelle ansammeln kann. Fracht wird von euren Bewohnern schön animiert über Straßen transportiert. Da ihr allerdings durch Steilhänge, Bergzüge, Schluchten und Flüsse behindert werdet, gestaltet sich das Erstellen von Straßenverbindungen etwas anspruchsvoller. So könnt ihr zum Beispiel auf verschiedene Brücken, Lifte und Hebewerke zurückgreifen und zusätzlich die auf dem Berg lebenden Yaks zähmen und fortan als Lastentiere einsetzen. Ziel des Spiels ist es, einen großen Tempel auf der Bergspitze zu bauen, für den ihr Unmengen an Ressourcen in die Höhe schaffen müsst. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, denn umso höher ihr euch ausbreitet und den Berg zu eurem eigen macht, umso schlechter werden die Wetterbedingungen, die euch dann vor weitere Probleme stellen. Eine militärische Komponente ist daher nicht nötig und auch gar nicht geplant. Wer sich vorab selbst ein Bild vom Titel machen möchte, kann das aktuell auf Steam, denn in der verfügbaren Demo-Version könnt ihr die Grundlagen des Spiels austesten. Dazu gehören die Bürgerkaste und die Zufriedenheitsmechanik, Ressourcentransport, Erschließung neuer Bergabschnitte und die rohe Naturgewalt in Form von Lawinen. Das auf der Unreal Engine basierende Laisara Summit Kingdom soll in diesem Spätsommer auf Steam in den Early Access starten und diesen dann mit Version 1.0 bereits in 2024 wieder verlassen. Aufbaustrategen sollten diesen Titel definitiv mal auf ihrer Liste haben, denn Hitpotenzial ist durchaus vorhanden und deshalb werde ich für euch im Stream auch mal großzügig reinzocken. Wenn ihr Bock habt, unterstützt mich gerne mit einem Abo, damit dieser kleine Nischenkanal weiter wachsen kann und ich euch weiterhin mit solchem Content versorgen kann. Bis zum nächsten Mal.